Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Heute geht es wieder um einen Cold Case, und zwar um einen Fall aus dem Jahr 1978, genauer gesagt vom 31. August 1978. Dies ist ein Fall, der nicht in Aktenzeichen Y gezeigt wurde, und zugeschickt hat mir diese Information über diesen Fall unser lieber Stefan Allgäuer, unser allseits bekannter Moderator. Und das Einzige, was es eben zu diesem Fall gibt, sind alte Zeitungsausschnitte. Und von daher werde ich jetzt einfach mal diese alten Zeitungsausschnitte dementsprechend hier vorlesen, mit kleinen Randbemerkungen natürlich wie immer. Ich denke mir mal, dass auch keiner von euch diesen Fall überhaupt noch kennt oder von diesem Fall überhaupt etwas gehört hat. Einem schrecklichen Verbrechen ist die 14-jährige Iris Hans aus St. Johann zum Opfer gefallen. Sie wurde vermutlich in der Nähe der Reithalle in Mayen vergewaltigt und dann getötet. Die Polizei fand die Leiche am Donnerstag um 23:50 Uhr in einem Gebüsch neben dem Zufahrtsweg für die Reithalle. Unterhalb der Unterführung der Bahnlinie Mayen-Münster-Maifeld. Laut Obduktionsergebnis ist Iris Hans an insgesamt 26 Stichen gestorben, die ihr der Täter an Brust und Hals beigebracht hat. Bei dem Tatwerkzeug handelt es sich vermutlich um einen langen Schraubenzieher. Wie die Staatsanwaltschaft Koblenz mitteilte, war das Mädchen am Donnerstag um 8:15 Uhr von seinem Bruder nach Mayen gefahren worden und er sie dann in der Innenstadt absetzte. Von dort ging es zu Fuß zur Reithalle, wo sie zu der Zeit ein mehrwöchiges Berufspraktikum absolvierte, das von der St. Waldschule für die Abschlussklassen eingerichtet worden ist. Iris Hans strebte einen Beruf an, bei dem sie etwas mit Tieren zu tun hatte. Mit ihr nahm eine Freundin an dem Betriebspraktikum auf dem Reiterhof teil, mit der Iris Hans zusammen normalerweise den Weg zu ihrer Arbeitsstelle antrat. Am Donnerstagmorgen allerdings hatte die Freundin verschlafen und wurde später von dem Vater mit dem Auto zur Reithalle gefahren. So musste das Mädchen diesmal alleine den relativ weiten und abseits gelegenen Weg machen. Also in dem Forum gibt es noch eine kleine Information dazu, dass jemand da geschrieben hat, dass diese Person diesen Weg kennt, den sie dann alleine laufen musste, und dieser wohl auch tagsüber sehr einsam ist. Zuletzt gesehen wurde Iris Hans an der Ecke Keilberger Straße, Kolpingstraße von der Freundin ihres Bruders. Sie traf an ihrer Arbeitsstelle jedoch nicht mehr ein und wurde von dort auch nicht als vermisst gemeldet. Als ihre Tochter am selben Tag nicht wie gewöhnlich um 16 Uhr nach Hause kam, erkundigten sich die Eltern zunächst in St. Johann bei Bekannten nach dem Verbleib von ihrem Kind. Als sie auch um 20 Uhr noch nicht wieder aufgetaucht war, erstatteten die Eltern dann Vermisstenanzeige bei der Polizei in Mayen, die sofort eine Verhandlung auslöste. Die Nachforschung in Gaststätten und Diskotheken blieb jedoch erfolglos. Und schließlich wurde der Mayener Funkamateurclub eingeschaltet, mit dessen Unterstützung die Suchaktion fortgesetzt wurde. Diese führte dann um 23:50 Uhr zur Leiche von Iris Hans, die teilweise entkleidet abseits des Wirtschaftsweges in einem Gebüsch lag. Das Mädchen war eines von 9 Kindern der Familie in St. Johann. Wie die Ermittlungsbehörden weiter mitteilten, ist der Fundort der Leiche mit dem Tatort nicht identisch. Obduktionsergebnisse weisen außerdem darauf hin, dass Iris Hans möglicherweise vor dem Verbrechen in einem Lokal gegessen haben könnte. Die Ermittlungen der Mordkommission konzentrieren sich deshalb auf 2 Fragen. Erstens, wer hat Iris Hans am Donnerstag nach 7 Uhr gesehen? Zweitens, in welcher Gaststätte hat sich Iris nach diesem Zeitpunkt etwas zu essen bestellt? Da nochmal kurz zur Erklärung. Dieser Artikel ist jetzt kopiert und teilweise sehr schlecht zu lesen, so dass ich am Anfang jetzt wohl
eine falsche Uhrzeit genannt habe. Und zwar hat der Bruder das Mädchen nicht um 8:15 Uhr nach Mayen gefahren, sondern um 6:15 Uhr. Und die Frage, wie die Polizei darauf kommt, dass sie dann noch etwas gegessen haben muss, das hängt einfach damit zusammen, da sie wohl zu Hause nicht gefrühstückt hat und aber wohl relativ frische Nahrung oder frisches Essen dann bei der Obduktion gefunden wurde. Ergänzend zum Foto, mit dem die Polizei schon gestern in der abgeriegelten Kolpingstraße die Autofahrer konfrontierte, um Anhaltspunkte für die weiteren Ermittlungen zu bekommen, macht die Polizei zur Person des Opfers folgende Angaben. Iris Hans sah aus wie eine 16-Jährige, hatte eine kräftige Figur, Größe 1,60 Meter, Ponyfrisur und nackenlanges braunes Haar. Zur Tatzeit trug sie Blue Jeans, ein weißes T-Shirt mit bunten Streifen und eine dunkelblaue Kapuzenjacke mit weiß-roter Beschriftung. SG St. Johann Ettringen. Außerdem führte Iris Hans Plastiktüten mit sich. Dann gibt es einen weiteren Bericht zu dem Fall. Die mit beispielloser Brutalität getötete Iris Hans aus St. Johann ist nicht vergewaltigt worden. Das hat die Obduktion eindeutig ergeben. Von diesem Tatbestand waren die Ermittlungsbehörden zunächst ausgegangen, als die Leiche teilweise unbekleidet in einem Gebüsch von einem Amateurfunker aus Mayen gefunden worden war. Korrigiert wurde auch der Zeitpunkt, an dem die 14-Jährige am Donnerstag mit ihrem Bruder nach Mayen gefahren war. Statt 6:15 Uhr soll es 6:50 Uhr gewesen sein. Also ich weiß nicht, wer sich da in diesem St. Johann auskennt, aber gewohnt hat Iris damals auf jeden Fall in der Barbarastraße 35 in St. Johann und geboren wurde sie am 9. Januar 1964. Es ist nämlich hier auch nochmal die Todesanzeige abgebildet. Und dann gibt es also den nächsten Artikel zu diesem Fall. Rund 70 Spuren hat die Mordkommission inzwischen verfolgt, ohne dass bisher der Täter ermittelt werden konnte. Leider ist in diesem Artikel, der kopiert wurde, die linke Spalte nicht komplett kopiert worden, sodass mir dort immer die Ansätze fehlen und ich jetzt hier nur ein paar Fragmente daraus nennen kann. Dort wurde auch die Uhrzeit genannt, aber die Uhrzeit ist jetzt hier leider nicht ersichtlich. Aber nach Aussage eines Zeugen sind am Tatmorgen gegen 7:10 Uhr an der Bahnunterführung links auf dem Weg zur Reithalle ist da wohl ein Auto gesehen worden. Dort wurde auch die Farbe angegeben, aber das kann man leider auch nicht lesen. Und da wird dann gefragt, wer eventuell dieses Auto auch noch gesehen hat. Dann gibt es in dem Fall noch einen Nachfolgeartikel und dort heißt es: Im Zusammenhang mit dem Mord an der 14-jährigen Iris Hans aus St. Johann am 31. August letzten Jahres in Mayen, der bisher nicht geklärt werden konnte, bittet die Polizei die Bevölkerung nochmals um Mitarbeit bei der Ermittlung des Täters. Eine neue Spur hat sich in den letzten Tagen ergeben. Etwa 3 oder 4 Tage vor dem Tag der Tat beobachten Zeugen einen jungen Mann, der in Mayen am Trierer Weg an der Einmündung zur Kuhtrift stand und sich mit einem jungen Mädchen unterhielt. Dieser junge Mann wird wie folgt beschrieben: Etwa 23 bis 25 Jahre alt, 1,80 Meter bis 1,83 Meter groß, schlanke Gestalt, dunkle, fast schwarze, nackenlange, über die Ohren reichenden Haare. Insgesamt ungepflegtes Aussehen, Kleidung, schwarze lange Hose, an den Knien eng anliegend, jedoch mit einem weiten Schlag. Dunkler, glatter Blouson mit grauen Bündchen, graubraunes T-Shirt und schwarze Halbschuhe. Auffallend war, dass der Mann 3 verschieden große Schraubenzieher in der Innentasche seines Blousons trug. Zur Zeit der Unterhaltung mit dem Mädchen hielt er eine Flasche Bier in der Hand. Die Polizei fragt daher, wer kann Hinweise geben, die zur Ermittlung des jungen Mannes, auf den diese Beschreibung passt, führen. Wer war der junge Mann, das sich mit dem Mädchen am Trierer Weg, Einmündung zur Kuhtrift, unterhalten hat? Und dann gibt es noch einen Zeitungsartikel, der wohl aus dem Jahr
2008 stammen muss. Und dort heißt es: Vor fast 30 Jahren erschütterte ein schreckliches Verbrechen die Region. Ermittlungserfolg ist auch nach 30 Jahren noch möglich. Fast 30 Jahre liegt das schreckliche Verbrechen zurück. Was die Bevölkerung schon fast vergessen hat, ist für die Ermittler der Kripo Meijen immer noch ein aktueller Fall. Bernd Jungglas, 59, Leiter der Abteilung Tötungsdelikte bei der Kripo Meijen, blättert in vergilbten Akten. Auf dem Schoß hat er einen großen Ordner mit leider sehr wenig Spuren und Hinweisen zu dem Fall. Er sagte, diese Akte wird erst geschlossen, wenn wir den Täter haben. Es war ein warmer Sommertag, ein Donnerstag, als Iris Hans aus St. Johann von ihrem älteren Bruder in der Meijener Innenstadt abgesetzt wurde und zu Fuß zum Reiterhof gehen wollte. Dort hatte die Schülerin eine Praktikumsstelle. Doch an dem Gestüt kam sie nie an. Als das fröhliche Mädchen nicht zum Abendessen nach Hause gekommen war, alarmierte ihr Vater die Polizei. Der heute 75-Jährige erzählte: Ich hatte sofort die Befürchtung, dass da was passiert sein muss. Sie hat immer angerufen, wenn es später wurde. Die Vermutung des Vaters wurde wenige Stunden nach dem Anruf bei der Polizei grausame Wirklichkeit. In der Nähe der Dachdecker-Fachschule fanden Suchmannschaften am Abend des 31. August die Leiche der 14-Jährigen. Das junge Mädchen mit den schönen langen braunen Haaren lag tot im Graben. Erstochen und blutüberströmt hatte sie ihr Mörder dort abgelegt. Eine sofort eingesetzte Sonderkommission der Kripo Koblenz brachte keinen Fahndungserfolg. Die Beamten mussten leider schnell erkennen, wie dürftig doch die Spurenlage war und somit auch die Aussicht, den Täter zu ermitteln. Doch die Beamten geben nicht auf, ging jeder noch so kleinen Spur nach. Eine groß angelegte Fahndungsaktion mit Plakaten und Handzetteln folgte. Wer hat am Tattag Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wem ist eine Person aufgefallen, die Kratzspuren oder sonstige Verletzungen aufwies? Wem ist eine Person bekannt, deren Kleidung blutbefleckt war? Dies waren nur einige der Fragen, die die Ermittler an die Bevölkerung stellten. Doch es tat sich nichts. Die Polizei trat auf der Stelle. Auch eine Belohnung von 3000 D-Mark konnte mögliche Zeugen im Umfeld des Täters nicht dazu bewegen, eine Aussage zu machen. So wurde Monate später die Sonderkommission aufgelöst und der Fall zu den Akten gelegt. Was aber nicht bedeutet, dass wir aufgegeben haben, wie Kriminalhauptkommissar Bernd Jungglas betont. Die Akte Iris Hans liegt immer noch auf seinem Schreibtisch. Der Kripo-Ermittler weiß, dass insbesondere die lange Zeit schon so manches Verbrechen gelöst hat. Dann nämlich, wenn sich unentdeckte Täter auf dem Sterbebett erleichtern möchten oder Ehen scheitern und Alibis plötzlich ins Wanken geraten. Häufig passiert es auch, dass nach Jahren in einer ganz anderen Region der Republik ein Mord verübt wird und dieser Täter gefasst wird und dann festgestellt wird oder er dann zugibt, auch diese Tat begangen zu haben. Ein Beispiel dafür ist ein aktueller Fall, die Abteilung von Bernd Jungglas derzeit behandelt. Dabei geht es um einen Mord aus dem Jahr 1971. Damals war ein sizilianischer Gastarbeiter in Burgbrohl verschwunden. Der Verdacht, seine damalige Ehefrau hatte etwas mit dem Mord zu tun. Sie soll, so der Verdacht, mit ihrem damaligen Geliebten den Ehemann ermordet und anschließend vergraben haben. Vor 4 Jahren ein konkreter Hinweis aus der Familie. Seitdem ist der Fall wieder auf dem Schreibtisch der Beamten. Und derzeit laufen umfangreiche Ermittlungen in diesem Fall. So, und dann ist es leider wieder beim Kopieren wohl passiert, dass die rechte Spalte des Artikels nicht mehr vollständig drauf ist. Allerdings gibt es da jetzt auch keine großartigen weiteren Informationen zu dem Fall. Was können wir aufgrund dieser wenigen Informationen sagen? Also, anscheinend sieht es so aus, dass Iris Hans, bevor sie getötet wurde, wohl noch gegessen hat.
Stellt sich natürlich jetzt erst einmal die Frage, hat sie dann ansonsten generell morgens gefrühstückt? Hatte sie dann vielleicht, als sie auf dem Weg zu dieser Reiterhalle oder Reitanlage war, Hunger? Hat sie dort jemanden getroffen? Es könnte natürlich dieser junge Mann gewesen sein, den sie dort getroffen hat, mit dieser sie angesprochen hat, dass die dann irgendwo noch essen gegangen sind. Allerdings müsste das dann ja praktisch auch in diesem Bereich der Innenstadt gewesen sein. Und es war ja nun auch relativ früh. Sie ist ja auf diesem Gestüt nicht angekommen. Ich vermute mal, dass die Arbeitszeit dort begonnen hat, so zwischen 7 Uhr und 7:30 Uhr. Und dieser Weg, den sie dann alleine gelaufen ist, soll ja relativ einsam gewesen sein. Also vermute ich jetzt mal nicht, dass dort jetzt irgendwie noch ein Restaurant, eine Imbissbude oder ähnliches war. Dann könnte sie eigentlich nur im Bereich der Innenstadt von jemandem dazu gebracht worden sein, mit ihm dort etwas zu essen. Oder es ist natürlich auch möglich, dass sie dann eigenständig sich etwas zu essen geholt hat. Es muss nicht unbedingt mit jemandem zusammen gewesen sein. Da stellt sich dann das ist sondern die erste Frage, hat sie mit jemandem was zusammen gegessen? War sie alleine? Und es wurde ja von den Ermittlern auch die Frage gestellt, wer sich erinnern kann, ob sie sich irgendwo etwas zu essen gekauft hat. Aber anhand des Mageninhaltes hätte man ja ungefähr erkennen können, was sie dann zu sich genommen hat und hätte dann entsprechende Lokalitäten, Gaststätten absuchen können. Vielleicht ist das auch so passiert und man kann es einfach aufgrund der wenigen vorliegenden Informationen nicht herauslesen. Und natürlich ist dann dieser junge Mann ein Kandidat, der da mit 3 verschiedenen Schraubendrehern in seiner Jacke gesehen wurde und wo er sich kurz vorher, also ein paar Tage vorher mit einem anderen jungen Mädchen unterhalten hat. Das muss wohl auch ungefähr dann in dieser Gegend gelegen haben, wo sie dann gefunden wurde. Es könnte natürlich sein, dass er vorher schon mit einem anderen Mädchen versucht hat, in Kontakt zu kommen. Und das hat nicht geklappt und dann hat er es halt bei Iris versucht und Iris hat, denke ich mir mal, auch abgelehnt, weil sie dann zu ihrer Arbeit, zu ihrem Praktikum musste und es kann durchaus sein, dass es dann eskaliert ist. Vielleicht hatte er auch gerade was zu essen dabei und hat ihr irgendetwas zu essen angeboten. Das wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Aber in diesem Fall hat es dann wohl sehr, sehr wenig Spuren gegeben und ja, da kann die Polizei dann wirklich nur noch drauf hoffen, dass entweder irgendwie woanders ein Fall geklärt wird, wo sich dann darauf schließen lässt, dass er auch der Mörder von Iris ist, oder er gibt es dann zu, oder dass wirklich dann irgendjemand mal sein Schweigen bricht und sagt, was er dann weiß zu diesem Fall. Allerdings, wenn es jetzt zum Beispiel dieser junge Mann war, dürfte der sich auch jetzt schon im Alter von zwischen 65 und 70 Jahren befinden. Und wenn es ein Täter war, der noch älter war, dürfte er auch mittlerweile tot sein. So, das war es einmal zu diesem Fall. Ja, ein sehr alter Fall, für den wahrscheinlich niemand mehr etwas weiß, sich daran erinnern kann. Ja, vielleicht noch Leute aus Mayen, vielleicht sind ja ein paar Zuschauer dabei, die aus der Gegend kommen und können zu dem Fall noch ein paar weitere Informationen geben. Beziehungsweise aus St. Johann. Gut, das war es dann erstmal mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zuhören oder fürs Zuschauen, je nachdem wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!